Herzlichen Dank, Michael, dass du mich so nett vorgestellt hast. Ich freue mich sehr, über die Einladung, hier auf der Sanjeevani-Jahrestagung sprechen zu dürfen. Ein wenig aus meinem Alltag. Ich habe nebenberuflich eine Heilpraxis in Zürich, aber auch online und die Ferntherapie natürlich mit den Sanjeevanis, die ich kennenlernen durfte und die sich auch wunderbar integriert in diese ganze Heilpraxis. Das Thema ist ja Bildung zum Selbst, Bildung zum höheren Selbst. Das heißt, wenn wir mit unserem höheren Selbst verbunden sind und quasi das höhere Selbst in uns hineinrutschen kann, sodass wir unser höheres Selbst verkörpern, dann sind wir ohne Anstrengung in dem richtigen Handeln, in der richtigen Entscheidung. Wir verkörpern diese Grundwerte, die 5 menschlichen Grundwerte, von denen Sai Baba auch spricht, ganz mühelos und ohne Anstrengung. Und von Malcolm habe ich gelernt, warum das manchmal schwerfällt. Nämlich, weil wir alle unterbewusste Programmierungen haben, die wir aus der Kindheit mitbringen. Das sind unsere Blockaden zu unserem höheren Selbst. Deswegen kann man meiner Erfahrung nach zweierlei tun. Zum einen gehe ich bewusst und löse meine unterbewussten Programmierungen, meine negativen Emotionen, Glaubenssätze und Gedanken auf. Und gleichzeitig baue ich eine Beziehung zu meinem höheren Selbst auf. Das ist eine Beziehung, die gepflegt werden muss, wie jede Freundschaft. Und wenn man beides tut, dann kann man auf der einen Seite die Blockaden zum höheren Selbst ausräumen, denn jede negative Emotion, jede verzerrte Reaktion auf eine Situation, jeder negative Gedanke ist eine Blockade zu meinem höheren Selbst. Und gleichzeitig komme ich in die Freundschaft, in die Verbindung, in die Integration meines höheren Selbst für mich in meinen Alltag. Und diese 2 Seiten möchte ich zeigen, wie man auf der einen Seite die Bodenhaftung behält und auf der anderen Seite in der Meditation und mit anderen spirituellen Praktiken das höhere Selbst immer mehr selber verwirklichen kann. Für mich braucht es beides. Das höhere Selbst ist selber auch wieder Teil einer Familie und letztendlich wird gespiesen durch die Energie, durch die göttliche Energie. Und Gott ist die allumfassende Liebe, die inkludierende Liebe, die alles umfasst. Die Liebe wie, ich weiß nicht, der Michael hat das gesagt, nicht ich liebe das und ich liebe nicht das, sondern das ist die allumfassende, einschließende Liebe. Diese einschließende Liebe ist eigentlich auch das, was uns motiviert zu ändern. Ich war bei Satya Sai Baba das erste Mal in Indien. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht wart ihr selber schon dort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man muss ein Nümmerchen ziehen, um dann herauszufinden, wo man im Tempel sitzen darf. Und es war mein allererstes Mal, dass ich überhaupt dorthin gefahren bin. Ich habe mein Nümmerchen das Nümmerchen wurde gezogen. Ich war in Reihe 1. Ich saß ganz vorne. Sai Baba kam und ich hatte keine rechte Vorstellung, was passieren könnte. Und das ist für jeden Menschen anders. Aber mir war es so, Baba hat mich angeschaut und ich habe gedacht, mich hat noch nie jemand in meiner Vollkommenheit so gesehen wie Sai Baba. Und mit Vollkommenheit meine ich keine Wertung, sondern in allem, was ich jemals Gutes und Schlechtes getan habe. Ich habe gedacht, mein Gott, Baba sieht all meine Verfehlungen aus allen Leben und er liebt mich trotzdem. Und das war meine Motivation, weiterzumachen. Ich habe gedacht, so möchte ich auch sein. Und warum können wir das oft selber nicht spüren? Weil wir ein persönliches Selbst haben mit unseren negativen Emotionen, mit unserem Egoismus, vielleicht mit der Selbstzentriertheit, aber auch mit den ganzen negativen Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben. Und wir stoßen dann oft an Grenzen, unsere Probleme und Herausforderungen im täglichen Leben zu lösen, weil wir gestresst sind, weil wir Trigger haben und mit verzerrten Emotionen reagieren. Wir werden emotional. Und später tut es uns dann vielleicht leid und wir versuchen das wieder auszugleiten. Aber dann kommt zur verzerrten Emotion, kommt noch die Schuld dazu, Angst, dass man negative Konsequenzen erfährt dadurch und. Also aus einem Trigger geht eine ganze Abwärtsspirale nach unten.
Und die Kunst ist im Alltag, diese Negativ-Abwärtsspirale zu stoppen, mal eine Pause zu machen, so wie wir das eben mit dem Haar gemacht haben. Und egal, was man machen möchte, ein Haar oder vielleicht streckt ihr euch oder wollt gähnen, eine Yoga-Übung machen, ein schönes Lied hören, seine Sorgen singen. Man kann alles machen. Hauptsache, man kommt aus diesem Negativ wieder in die positive Schwingung hinein. Und das braucht man keine große 90-minütige Yoga-Klasse zu machen. Eine Kleinigkeit. Das reicht, um erstmal wieder in diese positive Geschichte zu kommen. Und ich sage später noch, wie man mit Traumata und so weiter umgeht, wo es nicht so einfach ist, schnell mal die Schwingung zu heben, weil es ist nicht so einfach, aber man kann im Moment immer was tun. Das möchte ich gerne erklären, wie das ist, wenn in der Kindheit etwas passiert. Also zum einen, wir werden in die Familie geboren, da gibt es bestimmte Überzeugungen, da gibt es Glaubenssätze in der Familie. Das heißt, das kleine Kind ist natürlich beeinflussbar, es kopiert die Eltern oder seine Leute, seine Menschen, die es erziehen. Und so übernimmt man natürlich Glaubenssätze aus dem Umfeld und von seinen Eltern oder denjenigen, die einen erziehen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass man vielleicht auch Kompensationen entwickelt. Also, dass man merkt, man muss bestimmte Strategien als Kind entwickeln, weil bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Liebe bei einem kleinen Jungen, dessen Vater, das ist nur ein Beispiel, vielleicht sehr wichtig ist, dass der gute Leistung bringt in der Schule. Und dann, ich weiß nicht, wie das Notensystem in Österreich ist, aber in Deutschland ist sehr gut eine 1, gut eine 2. Dann ist es vielleicht ein kleiner Junge, der immer ein sehr gut normalerweise nach Hause bringt, manchmal ein gut. Oder dann kommt er nach Hause und dann sagt der Vater, warum hast du denn nur eine 1 minus? Und das immer, also das ständig, weil sich der Vater vielleicht gar nicht bewusst ist, was er damit bewirkt. Dieser Junge, es kann sein, dass er dann aufwächst und Leistung mit Liebe gleichsetzt und dann später im Erwachsenenleben ein Manager wird, für den Erfolg wichtig ist und der eine große Angst vor, was ist das Gegenteil von Erfolg? Von Versagen hat. Genau. Er hat eine große Angst vor Versagen. Alles dreht sich um Erfolg bei dieser Person. Also das sind solche Kompensationen. Oder Perfektionismus ist so ein Kompensationsverhalten, weil man etwas Bestimmtes in der Kindheit nicht erhalten hat. Und es gibt aber auch zu nett sein, wäre zum Beispiel eine Kompensation. Man musste immer gucken, wie ist die Stimmung zu Hause, wie kann ich mich hier schützen, oder ich kann, als Kind musste ich Notlügen erfinden, damit ich nicht geschlagen werde. Und dann als Erwachsener hat man dieses Muster von, ich mache mal unbewusst, ist nicht so schlimm, wenn ich hier mal und da mal ein bisschen flunker. Also das sind alles so Dinge, die aus der Kindheit kommen, wo man seine Bedürfnisse nicht gedeckt bekommen hat. Und dann gibt es natürlich die Traumata und Phobien. Das ist das, wo man sich in der Regel nicht dran erinnert, was als Kind passiert ist. Und zwar, diesen Mechanismus will ich jetzt erklären. Angenommen, jemand hat, ich sag mal, ein Klient von mir, der ist zu mir gekommen, der war um die 40, der hat gesagt, Sandra, ich kann nicht schlafen, wenn es dunkel ist. Und ich rauche sehr doll und habe Asthma und bin immer am Husten. Und er hat gesagt, ich schäme mich so sehr dafür, dass ich nicht aufhören kann zu rauchen. Und egal, was ich tue, es klappt einfach nicht. Und ich muss immer noch dunkel schlafen. Das sind die Symptome im Hier und Jetzt. Und er hat gesagt, das hat angefangen, als ich in der Arbeit so einen Stress bekommen habe. Mit meinem Vorgesetzten. Das ist der Trigger. Da ist das Trauma dann quasi zur Ausspielung gekommen. Das ist der Trigger. Wusste er genau, das war im Jahr, da war ich 21, da hatte ich diesen schrecklichen Konflikt mit meinem Vorgesetzten, einem Mann. Ja, und dann sagt er, das war der Grund, deswegen rauche ich jetzt so stark. Aber wir sind dann zurück zur Ursache des Problems gegangen. Und das mache ich dann, wenn ich Klienten habe, die stehen vor mir und mit den Händen kann ich den Strom durch den Körper umlenken. Normalerweise fließt unser Bewusstseinsstrom vom höheren Selbst oben durch unser Kronenchakra
den ganzen Körper nach unten. Wir haben die denkende, analytische Fähigkeit hier vorne im Neokortex und die Erinnerungen aus der Kindheit, unser ganzes Unterbewusstsein ist hier unten, im emotionalen Gehirn. Deswegen, wenn wir im Alltagsbewusstsein sind, Beta-Gehirnwellen, haben wir da keinen Zugang, weil der Strom fließt von oben nach unten und hier oben denken wir, hier unten sind die Emotionen. Also helfe ich mit meinen Händen dieser Person, den Bewusstseinsstrom umzukehren. Das heißt, er fließt dann von unten nach oben. Das mache ich mit den Händen. Ich habe hier positive Ladung, hier negative. Dann weiß ich, wie ich den Strom umkehren kann. Ich sage leichter meditativer Zustand in der Medizin. Ich bin ja keine Medizinerin, wäre das dann vielleicht Hypnose. Und dann fließt der Bewusstseinsstrom nach oben und dann steigen mit den richtigen Fragen die Erinnerungen von hier unten ins denkende Gehirn. Und damit hat man schon die halbe Miete erreicht. Es geht nämlich darum, zu erinnern, was war die Ursache dafür. In diesem Fall, und man erinnert sich nicht dran, weil das Kind von damals empfindet große Schuld über diese Situation und große Angst. In dem Fall von meinem Klienten hat er sich erinnert, wie er als Junge mit seinem Vater gespielt hat und der Vater fand es lustig, den unter einer Decke fast zu ersticken. Das heißt, es war dunkel, der hat kaum Luft bekommen, deswegen hat er Asthma und Rauchen und alles, wo er gehustet hat, weil ein großer Hustenanfall hat ihn dann gerettet. Der Vater hat ihm fast also es war schon recht arg, im letzten Moment die Decke weggenommen, der Kleine hat gehustet und der Vater war natürlich erschrocken. Aber das Erste, was er sagt, du dummer Junge, was stellst du dich so an? Zack, Schuld. Das heißt, der Kleine konnte seine ganze Angst, der konnte das gar nicht entladen. Die Tränen sind drin geblieben, er hat gedacht, das ist seine eigene Schuld. Das kommt immer bei solchen traumatischen Geschichten, es ist immer eine große Angst, die sich nicht entladen kann, übergestülpt von Schuld und das bleibt einfach vergraben. Und dann, wenn Dinge passieren, wie der Stress mit dem Vorgesetzten, der ihn an seinen Vater erinnert hat, dann ist das Erlebnis von damals mit der Emotion von damals irgendwo im Körper zusammen gespeichert. Und dann passieren Dinge, heute als Erwachsener, man wird getriggert, man hat eine Emotion, die viel größer ist als eigentlich der Situation angemessen, aber das kommt, weil die Emotion, die mit der Erinnerung unterbewusst gespeichert ist, weil die angestoßen wird. Und was man dann macht in so einer Heilsitzung, man lässt entweder den idealen Vater die Situation neu durchspielen oder, was ich am effektivsten finde und wie ich es von Malcolm gelernt habe, die Person kommt selber als erwachsene Person rein, befreit den kleinen Jungen, sagt, es ist alles gut, du hast nichts falsch gemacht. Du hast nichts falsch gemacht, das muss man den Kindern immer sagen. Du hast nichts falsch gemacht, weil Kinder wollen nur geliebt werden. Die wollen nur geliebt werden. Du hast nichts falsch gemacht und dann befreit man ihn. Der Junge kann seinen Schock entlassen. Das ist in der Regel dann eine physische Entlassung. Also die Leute fangen an vielleicht zu zittern oder denen ist kalt, weil der Schock rauskommt oder fangen an zu weinen. Und eine emotionale Entlassung der Gefühle, die damals verbuddelt wurden, die vergraben wurden. Die Heilung geschieht, wenn man die Erinnerung hat und entweder physisch oder emotional, aber am besten ist, wenn alle drei Komponenten vorhanden sind. Und dann holt man den kleinen Jungen von damals ins Heute, das ist ganz wichtig, ins Hier und Jetzt, ins Herz hinein. Weil sonst denkt das Unterbewusstsein, die Gefahrensituation ist noch nicht vorbei. Wir müssen die Gefahr beenden. Und wenn in der Vorstellung des Klienten, er sich selber vorstellt, wie er seinen kleinen Jungen als Erwachsener rettet, ihn ins Hier und Jetzt, also nicht mehr in der Vergangenheit, sondern in die Gegenwart holt, in sein Herz hinein, ihm sagt, du hast nichts falsch gemacht, du kannst all deine physischen und emotionalen Reaktionen entladen, es ist okay. Dann besteht für das Unterbewusstsein kein Grund mehr, den kleinen Jungen zu schützen, weil das war nichts anderes. Das Rauchen, das Asthma, das nicht im Dunkeln schlafen können, das war ein Schutz des kleinen Jungens, weil Stress ist, weil er hat gedacht, wenn ich viel huste,
dann geht der Stress weg, dann geht die Decke weg. Also, man muss das Unterbewusstsein umprogrammieren. Warum sind jetzt Kinder so anfällig dafür, diese negativen Glaubenssätze, Emotionen und Traumata einfach zu erfahren und fest in ihrem Unterbewusstsein abzuspeichern? Weil, ich glaube, der Uli hat es gesagt, 5% unseres Bewusstseins können wir bewusst steuern und der Rest ist 95%, oder du hattest ein bisschen andere Prozentzahlen, aus diesen negativen Programmierungen. Und das hängt, wir können nur unser Unterbewusstsein umprogrammieren, wenn wir unsere Gehirnwellen verlangsamen. Im normalen Alltagsbewusstsein sind wir in den Beta-Gehirnwellen und in der Meditation oder wenn wir in einer Heilsitzung sind, oder wenn wir meditieren, dann verlangsamen sich unsere Gehirnwellen in den Alpha-Zustand, dann in den Theta und dann in den Delta-Zustand. Im Alpha-Zustand hat man schon Zugang zum Unterbewusstsein, im Theta dann vollständig, aber da befindet man sich meistens schon in Trance. Also es gilt, diesen Zustand zwischen Alpha und Theta zu finden. Wenn man als Medium arbeitet, ist man auch zwischen Alpha und Theta unterwegs, weil man muss noch seine analytischen Fähigkeiten, Sätze zu formulieren, muss man noch behalten. Man kann nicht ganz in die Trance abgehen. Und Kinder bis zum Alter von 14 Jahren finden sich natürlicherweise in dem Alpha- und Theta-Zustand. Die haben also bis 7 auf jeden Fall vollständig und ab 7 bis 14 Jahren beginnen die zu lernen, langsam analytisch zu denken. Aber diese analytische Fähigkeit, als Erwachsener zu sagen, das stimmt für mich gar nicht, das haben Kinder nicht. Die glauben alles, was man denen sagt. Und da sind eben dann das Problem mit Angst und Schuld, wo ich das Beispiel dazu hatte. Deswegen sind Kinder so leicht zu programmieren, weil sie in diesem anderen Bewusstseinszustand sind. Und wir als Erwachsene, wenn wir aufräumen wollen, dann müssen wir halt durch Meditation, durch bestimmte spirituelle Praktiken wieder in diesen Alpha- und Theta-Zustand kommen, um unser Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Wenn ihr zum Beispiel Affirmationen macht, dann funktioniert das nicht im Alltag beim Spülen oder je nachdem, womit ihr sonst noch in Gedanken beschäftigt seid. Das geht am besten, wenn die Gedanken so weit zur Ruhe gekommen sind, ihr kohärente Emotionen, höhere Emotionen fühlt, dann kann man das Unterbewusstsein umprogrammieren und dann funktionieren auch die Affirmationen. Affirmationen müssen immer in der Gegenwart sein, weil dann weiß das Unterbewusstsein, das passiert jetzt. Fürs Unterbewusstsein gibt es keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deswegen alles in der Gegenwart, auch das, was man sich für die Zukunft wünscht, so als ob es bereits passiert wäre. Das ist also etwas, was man regelmäßig tun kann, jeden Tag sich Zeit nehmen, wirklich für sein höheres Selbst, in die Meditation kommen und dann in das offene Gewahrsein und sagen, liebes höheres Selbst, arbeite mit mir. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich weiß nicht, was ich brauche, um diese Situation zu meistern. Aber ich habe das Vertrauen, dass du und mein spirituelles Team, dass ihr an meinem Bewusstsein so arbeitet, dass ich diese Situation dann meistern kann. Oder was auch immer, wofür ihr wollt, dass ich jetzt gerade hier sitze. Kein Ziel, keine Erwartung, offen sein und empfangen. Und was man sonst noch machen kann, außer dieser täglichen Meditation oder dieses Bewusstsein zu haben, ist in die Dankbarkeit zu gehen. Ich habe schon gesagt, die Dankbarkeit ist das Gegenstück zur Angst. Wir sind immer für etwas Positives dankbar. Deswegen hat Angst keinen Platz. Wir können in das Büchlein die negativen Glaubenssätze aufschreiben, die wir nicht mehr haben wollen und aufmerksam werden. Oder zu einer Heiltherapie gehen oder Sanjeevinis einlegen, um unsere tiefer sitzenden Dinge zu lösen. Wir können segnen. Wir können unsere negativen Gedanken, Glaubensmuster, Emotionen segnen, weil alles, was man segnet, wird positiv. Ihr könnt auch Positives segnen, das verstärkt noch, dann wird es noch positiver. Habe ich noch Zeit für eine Mini-Übung? 1 Minute.
Ihr könnt gerne, wir segnen eine negative Emotion. Vielleicht könnt ihr gerade die Augen schließen und euch an eine Emotion, eine negative Emotion erinnern, die im Moment präsent ist bei euch im Leben. Keine Sorge, Emotionen, negative Emotionen sind wie kleine Kinder, die wollen gesehen werden. Je mehr man sie von sich wegschiebt, desto lauter werden sie. Also sie wollen gesehen werden, genau wie wir selber auch. Also fühlt mal diese Emotion. Und jetzt könnt ihr innerlich sagen, die benennen und zum Beispiel sagen, ich segne dich, liebe Traurigkeit. Ich segne dich, Wut oder welche Emotion ihr habt. Ich segne dich. Ich sehe dich, Emotion. Und ich liebe dich, Emotion. Und benennt die Emotion. Immer wieder dranbleiben. Ich segne dich, liebe Wut. Ich sehe dich. Ich akzeptiere dich. Ich liebe dich. Und bleibt einfach dran und beobachtet, wie es sich anfühlt. Und dann als letzten sagt ihr, und liebe Emotion, ... ich bin verschieden von dir. Ich bin verschieden von dir. Nehmt einen tiefen Atemzug ein und aus. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich hier vortragen durfte und wünsche uns allen noch einen wunderschönen Abend. Danke.